Super, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen. Heute zeige ich euch den Palais-Garten Detmold mit seinen insgesamt 5 historischen Brunnen. So, als erstes geht es nun zur großen Kaskade. Wenn ihr die nur kurz eingeblendeten Informationstafeln genauer lesen wollt, drückt ihr einfach einmal auf Pause. Es ist schon beeindruckend, wie das Wasser sich seinen Weg sucht. Die Anlage wurde 1856 gebaut. Wenn man überlegt, dass die ganzen 5 Brunnen nur mit dem Wasserdruck eines Hochbehälters funktionierten, ist das schon beeindruckend. Dieser Hochbehälter wurde ständig mit einer mechanischen Pumpe, die mit einem Wasserrad angetrieben wurde, nachgefüllt. Der Wasserdruck der Brunnen wurde jeweils durch einen Schieber geregelt. Wir haben selbst einmal bei der Inbetriebnahme einen Schieber von dem Delfinbrunnen etwas zu weit aufgelassen und das Wasser schoss wer weiß wohin, es hätte kein Fußgänger in der Nähe sein dürfen. Aber wir waren natürlich mit Funkgeräte ausgestattet und haben sofort Bescheid gesagt und der Schieber wurde wieder zugedreht. Aber sowas erlebt man dann schon mal. Auf geht es zum Palais. Wenn man sieht, wie aufwendig die Dachumrandung gemacht wurde, ist das schon enorm. Das Palais war ein Geschenk des Grafen Friedrich Adolf an seine Gemahlin, die Gräfin Amalie. Weiter geht es zum Delfinbrunnen.
Alle Brunnen haben eine Unterwasserbeleuchtung. Die hat es natürlich vor ca. 170 Jahren noch nicht gegeben. Im Hintergrund sieht man schon die Wasserfontäne. Da geht es als nächstes hin. Auch hier ist 2009 eine neue Wassertechnik reingekommen. Wir schauen uns einmal den großen Mammutbaum etwas näher an, den der Erbprinz 1858 aus Italien mitbrachte. Weiter geht es zur kleinen Kaskade. Ganz oben sieht man eine kleine Fontäne, die wir uns gleich noch etwas genauer anschauen. Wenn man genau hinschaut, sieht man außerhalb des Parks immer wieder schöne Villen. Hier sind wir jetzt bei der kleinen Fontäne, natürlich mit Unterwasserbeleuchtung. Weiter geht es zum Löwenkopfbrunnen. Und hier komme ich angeradelt mit der GoPro in der Hand. Und so sieht das Ganze dann aus. Leider sind die 12 Frösche, aus denen das Wasser einst spritzte, und eine Nymphe im Laufe der 170 Jahre verloren gegangen. Übrig geblieben ist nur noch der Löwenkopf.
Der steinerne Tisch war einst eine Podestplatte vom Palais. Weiter geht es zum letzten Brunnen, den Schwanenteich. In diesem Pumpenhaus befindet sich heute noch die mechanische Pumpe, sie ist aber nicht mehr in Funktion. Das war es auch schon vom Palaisgarten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.